3 Jahre vom Postkoffer zum Camper, knapp 20.000 gefahrene Kilometer. In diesem Video möchte ich einfach mal meine Erfahrung, die ich mit dem Postkoffer in der Zeit über diese Kilometer gemacht habe, teilen. Einerseits von der technischen Seite aus, andererseits so, wie wir unseren Ausbau geplant haben, ob das alles hinkommt. Und ich beantworte in diesem Video auch die Frage, würde ich das Ganze nochmal machen? Das jetzt in diesem Video. Jedoch, bevor wir anfangen, einmal kurz eine Information vorweg. 3 Jahre Postkoffer, mein Fazit nach 20.000 Kilometern. Ja, ich habe das Video fertig gemacht und festgestellt, boah, Alter, ist das lang, das guckt sich keiner an, irgendwie, das ist nachher nervig. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich teile das einmal auf in 3 Teile. Dann könnt ihr euch das häppchenweise angucken, so wie ihr gerade Zeit habt. Also nicht wundern, wenn die Videos irgendwie mal so ein bisschen abrupt aufhören oder das nächste Video, Teil 2 und 3, ein bisschen kürzer anfangen als wie gewohnt. Also jetzt viel Spaß mit dieser Videoreihe. Moin Moin aus Kiel, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Postkoffer zum Camper. Ja, 3 Jahre ist es jetzt her, als wir uns den Postkoffer hier geholt haben aus Magdeburg. Knapp 20.000 Kilometer sind wir jetzt damit gefahren. Und ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, mein Fazit nach 10.000 Kilometern. Und jetzt dachte ich, ich mache jetzt mal eins nach 20.000 Kilometern. Und ja gut, es sind knapp 3 Jahre. Das war im Dezember 23, wo wir uns geholt haben und dann angefangen haben auszubauen. Wir haben gekauft haben wir bei 92.000 Kilometern und gleich mit 2 Jahren TÜV. Kleinere Reparaturarbeiten haben wir ja machen lassen, den einen Luftbalg hinten und wir haben dann hier auch gleich den Beifahrersitz einbauen lassen und dann hat er auch frisch TÜV bekommen, wo ich mich immer noch frage, wie, aber ist auch egal, mit diesen uralten Reifen da drauf, rissig und ich glaube auch von den Jahren her abgelaufen, aber ist auch egal. Das Thema ist jetzt durch und 3 Jahre her. So, auf jeden Fall Ausbauzeit haben wir gehabt. Also geplant hatten wir auch 2 Jahre, dass wir das Stück für Stück aufbauen, das Ganze. Weil, weiß ich nicht, ich wollte nicht so viel Geld auf Schlag in die Hand nehmen, um das Ganze auszubauen. Erstmal die Anschaffung, dann immer so wie Geld da war, haben wir dann uns immer wieder was vorgenommen, etwas zu tun an dem Fahrzeug. Und wir haben in erster Linie als allererstes haben wir natürlich wie ihr auch alle hinten alles ausgebaut. Ich blende hier und da immer mal ein paar Bilder ein, damit das ganze Video jetzt hier nicht so langweilig wird. Und auf jeden Fall, was haben wir als nächstes gemacht? Ja, für mich war einfach nur wichtig auch die ganze technische Seite. Okay, wir sind von Magdeburg aus nach Kiel gefahren, der Wagen ist einwandfrei durchgefahren, hatte ich überhaupt gar keine Probleme mit. Aber trotzdem, sämtliche Flüssigkeiten war für mich klar, also Ölwechsel, Luftfilter etc. pp., alles was dazugehört, haben wir einfach mal neu gemacht. Im späteren Zuge, weil waren ja auch ein paar Schaltgeräusche, hatte ich ja auch mal berichtet, ne? Meistens, wenn er kalt ist, vom 1. in den 2. Gang, dann höre ich das manchmal vom 3. in den 4., dann ist es auch mal wieder weg und hin und her. Und dann haben wir auch das Getriebeöl mal gewechselt und ich habe halt den Tipp bekommen von meinem Kfz-Meister, dass ich den Wagen nicht im Gang stehen lassen soll. Weil wie gesagt, hinten Heckantrieb, Kardanwelle geht ins Getriebe und dann der Motor, die Kompression hält dann ja das Fahrzeug davon ab, wegzurollen. Und es ist dann ja überall einfach Druck drauf. Im Getriebe, auf den Kardanwellengelenken, auf dem Differential. Das macht so ein Autos normalerweise nichts aus, ist aber nicht förderlich. So, ich parke das Fahrzeug hier auch, es steht frei, die Handbremse ist nicht gezogen und Gangwahl ist auf neutral, weil ich vorne einen Keil vorhab und ich stehe sowieso ein bisschen abschüssig und von daher, seitdem sind die Geräusche deutlich geringer geworden, seitdem ich den auch immer so abstelle, beziehungsweise seitdem ich das Getriebeöl gewechselt habe. Ja, dann gab es ja auch, das hatte ich im anderen Video ja mal, Probleme mit dem Simmering am Differential. Da haben wir dann ja einen neuen Simmering einbauen lassen. Das ist wirklich so, ich habe mir ja beim letzten Urlaub Kroatien, 5.000 Kilometer letztes Jahr, da voll die Platte gemacht und immer wieder drunter geguckt und das tropfte immer noch so ein ganz kleines bisschen. Aber das ist wirklich so, das Ding braucht Kilometer und
das setzt sich dann auch später zu. Da ist dann kein Problem. Dieses Jahr waren wir ja auch wieder in Kroatien und ich habe, glaube ich, zweimal drunter geguckt und da war nicht ein Tropfen, ein bisschen Schwitzöl, aber das war jetzt nicht der Rede wert. So, springen wir nochmal wieder zurück. Also, für mich war klar, ich kaufe hier ein Auto. Natürlich auch ich war erstmal hier, wie baue ich hinten aus und da kommt das hin und das und bla bla bla. Und dann macht man sich da so eine Platte. Aber für mich ist es natürlich auch wichtig, dass die Technik vorne stimmt. Dass ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, keine Probleme damit habe, da so schnell irgendwie auf der Autobahn stehen zu bleiben und. Deswegen war für uns klar, auch gleich haben wir die Reifen neu gemacht. Ja, wie gesagt, so die ganz normalen Verbraucher. Und dann fingen wir auch schon an damals mit dem Ausbau. Und die erste Tour, das war, ich habe gleich gesagt, lass mal nicht so weit wegfahren, weil falls dann doch irgendetwas sein sollte mit dem Motor oder Getriebe oder Ähnlichem, weil wir kennen das Fahrzeug noch nicht so, haben auch noch mal vorher so einen kleinen Urlaubscheck, mache ich eigentlich immer jedes Frühjahr jetzt mit ihm. Ich bringe ihn einmal kurz in meine Werkstatt zum Meister und die gucken noch mal durch. Dieses Jahr, habe ich ja schon mal gesagt, bei einem anderen Video, Chapeau, Hut ab. Der hat das Ding so durchgecheckt und wir haben ja damals die Reifen ja, über Vitamin B gewechselt. Wir hatten aber keine hier Hochdruckventile und somit haben wir die alten Ventile da wieder montiert, was man eigentlich nach dem Reifenwechsel nicht macht. Und da sagte er, Mensch, für die Kroatien-Tour, also für die zweite von diesem Jahr, da lässt er mich mit diesen alten Ventilen einfach nicht vom Hof. Und dann haben die nochmal schnell die Ventile ausgewechselt. Fand ich geil, dass sie auf sowas auch achten. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, genau, nicht so weit wegfahren, falls irgendetwas sein sollte. Und dann sind wir ja die erste Tour halb ausgebaut, um auch zu gucken, kommt dieses Konzept hin, was wir uns so gedacht haben, vorgestellt haben. Wie bauen wir die Betten, wo kommt die Küche hin? Kommen wir ohne Toilette klar? Weil das war, für mich war das von Anfang an klar, dass ich mir keine feste Toilette oder keine Dusche in dem Sinne einbaue. Wie gesagt, ich habe mit ganz vielen vorher gesprochen, die ein Wohnmobil haben, kenne auch den einen oder anderen bei mir im Freundeskreis und die haben alle gesagt, ey, ich hänge da höchstens mal ein nasses Handtuch auf oder eine nasse Jacke, dafür ist die Dusche, aber ansonsten ist zu eng und das Problem ist auch nachher hier vom Gewicht her, weil was soll ich da mit so einem 20 Liter Wassertank für eine Dusche, also da musst du schon mindestens 50 oder 100 Liter Wassertank, aber der TÜV berechnet das ja dann nachher auch bei der Wohnmobilummeldung als Gewicht, ne, Frischwassertank 100 Kilo, zack, ist schon wieder 100 Kilo weg. Ja, und dann geht es auch um die Feuchtigkeit, die ich mir dann gegebenenfalls ins Auto hole. Und deswegen, ich wollte das ganz einfach machen, auch ohne Gas und hin und her. Auf jeden Fall fingen wir an auszubauen. Die Betten, ob das auch mit links, rechts passt. Und ich mache nochmal eine Roomtour, beziehungsweise ihr könnt das ja an den anderen Videos sehen, wie wir ausgebaut haben. So, und auf jeden Fall waren wir dann einfach mal im Harz. Hatten einen kleinen Anhänger dabei und haben alles mal ausgetestet. Da war noch keine Markise, kein gar nichts. Und ja, hat uns gefallen, hat funktioniert. Jedoch sind wir dann irgendwie auf dem Rückweg nochmal nach Harlesiel, Nordfriesland und Ostfriesland. Und dann sind wir weitergefahren nach Hause. Und da habe ich festgestellt, dass ich da irgendwo eine feste Bremse, nach Hause Fenster eingebaut. Und dann sind wir nochmal rüber nach Büsum für ein paar Tage. Und auf dem Weg zurück von Büsum aus hatte ich festgestellt, dass ich hinten rechts eine feste Bremse habe. Ja, weil das Hinterrad das ist richtig schön heiß geworden. Das habe ich aber auch nur erkannt. Ich habe ja so kleine schwarze Kappen auf meinen Radbolzen und die sind runtergeschmolzen. Und ich so, was ist das denn? Also wenn ich das nicht gesehen hätte, dann weiß ich nicht. Seid doch mal ehrlich. Seid ihr ums Fahrzeug gegangen bei einer Zigarettenpause oder sonst irgendetwas und habt eure Felgen mal angefasst? Nein, habt ihr nicht. 100%ig nicht. Also von daher habe ich auch nicht gemacht und ich habe es dann nachher gesehen, dass mir die Bolzen da runtergeschmolzen sind. Ist dies Jahr übrigens wieder passiert, aber dazu kommen wir gleich. Ja, auf jeden Fall feste Bremse. Haben wir dann kurz um Bremssattel gewechselt und dann auch hinten die ganzen Belege, alles gleich mitgemacht und seitdem eigentlich Ruhe gehabt.